In diesem Video lernt ihr die allergrundlegendsten Dinge über Stromnetze und wie man sie mit PannaPower simuliert. Die Folien sind im Rahmen einer Vorlesung entstanden, die im Sommersemester 2025 an der TU Berlin stattgefunden hat. Erstmal zur Übersicht. Was habe ich mir bei der Vorlesung gedacht? Also, das Ziel sollte sein, einen Überblick über die Stromversorgung zu bekommen, und zwar da spezifisch auf Daten- und Modellsicht. Und am Ende seid ihr bereit, ein erstes Stromnetz mit PannaPower zu berechnen. Die Methode, die ich dazu wähle, ist, dass ich technische, physikalische und wirtschaftliche Grundlagen anreiße, einschließlich Verweise auf Datenquellen gebe, aber nicht in die Tiefe gehe. Aber in der Übung, die hier nach der Vorlesung folgt, erarbeiten wir uns die erste Version eines Stromnetzes in PannaPower. Was also nicht dabei ist, ist, dass wir extrem tief in konkrete Technologien einsteigen, dass wir detailliert Elektrotechnik durchnehmen und auch die Nutzung von Speichersystemen und Flexibilitäten verschieben wir auf eine andere Vorlesung. Falls ihr schon das Video Gasnetze 101 gesehen habt, wisst ihr, dass es dort vielmehr um die Verteilung und den Transport von Gas geht. Erzeugt wird das Gas hauptsächlich als Import in andere Länder. Bei Stromnetzen sieht das komplett anders aus. In der Stromversorgung geht es um die Umgestaltung des Stromnetzes auf Basis der Umgestaltung der Stromerzeugung von fossilen Kraftwerken, die hauptsächlich eine zentrale Versorgung mit Strom möglich machten, hin zu einer verteilten, erneuerbaren Stromerzeugung. Dies hat viele Änderungen zur Folge und die müssen wir mit Simulationen im Griff haben. So, fangen wir wieder mit der Kategorie an, was ist sichtbar von den Strominfrastrukturen. Hier ist natürlich etwas, das wir alle kennen, die Stromleitungen und die Strommasten. Doch es gibt ja auch die Erzeugungsanlagen, hier ein Beispiel für dezentrale Erzeugung, eine PV-Aufdachanlage auf der linken Seite und ein Kraftwerk auf der rechten Seite. Und dann gibt es aber auch noch so andere Dinge wie diese kleinen Häuschen, wo so Stromsymbole drauf sind, die meistens Transformatorstationen sind. Oder auch direkt vor unseren Häusern so kleine graue Kästen. Das sind Kabelverteilerschränke für die Hausanschlüsse. Die darf man allerdings nicht verwechseln mit zum Beispiel den kleinen Kästchen für Kommunikation und Internet oder die der Deutschen Post AG, wo einfach nur Post gelagert wird und das alles gar nichts mit Strom zu tun hat. So, was gehört jetzt eigentlich zur Stromnetzinfrastruktur dazu? Erstmal die Erzeugung. Strom wird, wie wir schon gesehen haben, in Kraftwerken hergestellt oder aber auch zunehmend dezentral durch Wind, Sonne und Wasser. Dann gibt es natürlich einen Stromverbrauch, denn die Verbraucher sind ja quasi die wichtigsten Elemente, die wollen den Strom haben, wenn sie ihn brauchen. Das sind Verbraucher in Haushalten, wir haben aber auch Industrieverbraucher oder auch Gewerbe und Verkehr, die zunehmend mehr und mehr Strom benötigen. Dazu gibt es natürlich auch Digitalisierung und neue Bedarfsquellen wie Wärmepumpen und E-Mobilität. Speicherung, Speichereinheiten, zum Beispiel Batterien, aber auch andere Stromspeicher, sind ebenfalls Teil der Strominfrastruktur oder der Stromnetzinfrastruktur. Sie benötigt man mehr und mehr in Zukunft zur Flexibilität, um die variable Erzeugung von Strom auszugleichen. Und dann natürlich die Transport- und die Verteilung von Strom und deren Infrastrukturen. Das ist das Übertragungsnetz und die Verteilnetze. Und die sorgen dafür, dass eben der Strom von der Erzeugung sicher zum Verbraucher kommt. Hier unterscheiden wir verschiedene Spannungsebenen und damit verschiedene Transport- und Verteilsysteme. Die Höchst- und Hochspannung, die Mittel- und Niederspannung. Und dazwischen stehen da die Umspannwerke und Transformatoren. Mehr und mehr gibt es auch intelligente Netzkomponenten, die dann in Smart Grids verbaut werden. Und das sind dann zum Beispiel intelligente Schaltanlagen oder Messsysteme. All das umfasst die Stromnetzinfrastruktur.
Hier sehen wir nochmal den konkreten Aufbau des Stromnetzes. Ganz oben steht die Höchstspannung, die in der 220 kV oder 380 kV Spannungsebene unterwegs ist. Dort sind Kraftwerke angeschlossen. In der Hochspannung, die darunter liegt mit 110 kV, sehen wir dann Großverbraucher, wie zum Beispiel auch noch kleinere Gaskraftwerke, aber auch Bahn und Verkehr. Eine Spannungsebene drunter, die Mittelspannung, zwischen 1 und 50 kV. Dort sind dann auch größere Gebäude schon angeschlossen, die Industrie, Verbraucher, und dort drunter sind dann die Ortsnetze zu finden, die auch einen Teil der Niederspannung darstellen, 400 bis 230 Volt. Dort geht es dann direkt zu euren Steckdosen nach Hause. Das deutsche Stromnetz insgesamt hat etwa 1,8 Millionen Kilometer Stromleitungen. Das ist aber schon der Stand von 2014. Etwa 71% sind verkabelt, der Rest sind die großen Freileitungen, die wir kennen. Es gibt 35.000 Kilometer etwa Höchstspannungsnetze. Wir haben 96.300 Kilometer Hochspannungsnetze. In der Mittelspannungsebene haben wir 500 und 9.900 Kilometer in etwa. Und in der Niederspannung dann über 1 Million Kilometer Leitungen gelegt. Das Ganze können wir uns angucken. Wenn ihr auf Flossum geht, könnt ihr euch die Stromnetze mit Umspannwerken und die detaillierte Infrastruktur angucken. Macht das doch einfach mal und bekommt eine Idee davon, wo und wie überall Stromnetze und Leitungen in Deutschland verteilt sind. Der Netzbetrieb der Höchstspannungsnetze wird in Deutschland von nur 4 Übertragungsnetzbetreibern durchgeführt. Das Netz der TenneT durchquert ganz Deutschland und verläuft von der Grenze Dänemarks bis hin nach Süden zu den Alpen. Im Norden und Osten Deutschlands befindet sich das Übertragungsnetz von 50 Hertz. Amprion betreibt die Netze im Westen und Südwesten, während Transnet BW für einen großen Teil des Netzes in Baden-Württemberg verantwortlich ist. Die Übertragungsnetzbetreiber verfolgen einen gesetzlichen Auftrag. Sie haben nämlich gemäß § 11 Absatz 1 des Energiewirtschaftsgesetzes NWG eine sogenannte sichere und zuverlässige und leistungsfähiges Energieversorgungsnetz diskriminierungsfrei zu betreiben, zu warten und bedarfsgerecht zu optimieren, zu verstärken und auszubauen. Sie betreiben die Netze unabhängig von der Erzeugung und dem Vertrieb des Stroms. Sie haben die Stromnetze neutral an allen Marktteilnehmern zur Verfügung zu stellen. Die Übertragungsnetzbetreiber sorgen also für den Betrieb, die Instandhaltung und den bedarfsgerechten Ausbau der Infrastruktur der Übertragungsnetze. Bei Schwankungen der Netzfrequenz, die sollten Sie vermeiden, und dann sind Sie verpflichtet, bestimmte Maßnahmen zur Aufrechterhaltung der Stabilität des Netzes zu ergreifen. Zum Beispiel der Einsatz von sogenannter Regelreserve. Sie sind Teil von der übergeordneten europäischen Organisation ENTSO-E. Die registriert 42 Übertragungsnetzbetreiber aus 35 europäischen Ländern. ENTSO-E dient dazu, das Wissen und die Interessen aller 42 europäischen Übertragungsnetzbetreiber zu bündeln und einen koordinierten Netzbetrieb in Europa sicherzustellen. So wird europaweit die Funktion der Netze und des europäischen Elektrizitätsbinnenmarktes gewährleistet. Die Übertragungsnetzbetreiber sind verpflichtet, die ihnen vorliegenden Daten zu Stromnetzen, Stromverbrauch und Erzeugung an ENTSO-E zu melden. Nach einer EU-Verordnung Nr. 543/2013. So werden alle Entwicklungen auf dem Strommarkt transparent. Die Verordnung stellt die Basis für die Smart-Daten dar. Zu ENTSO-E und den Smart-Daten kommen wir gleich noch. So, hier ist also der Smart-Datensatz. Und das ist einer, den man sich merken sollte. Er wird, wie gesagt, über ENTSO-E auch von der Bundesnetzagentur veröffentlicht und zeigt aktuelle Daten des Strom- und des Gasmarktes. Zum Beispiel kann man hier genau jetzt die Stromerzeugung einschließlich Prognosen ansehen.
Hier sehen wir die gelbe Photovoltaik, den blauen Windstrom, aber auch die braune Braunkohle und die schwarze Steinkohle. Und auch Erdgas und Wasserkraft und weitere Quellen. Man sieht auch die grün gestrichelte Linie, die ist die Prognose von dem PV- und Windstrom, wobei die gestrichelte rote Linie die Prognose vom Verbrauch darstellt. Prognosen sind immer die Werte, die die Stromnetzbetreiber voraussagen und dann erwarten. Das seht ihr hier auch ganz rechts im Bild, da gibt es noch keine Daten, da gibt es nur die Prognose für die nächste Zeit. Dargestellt sind alle Energien in Megawattstunden. Und wenn ihr wollt, könnt ihr jetzt auch einmal euch in den Datensatz klicken und schauen, wie es genau jetzt aussieht. In dem Smart-Datensatz gibt es auch noch andere spannende Informationen, zum Beispiel eine Kraftwerksstandortkarte. Die Karte hier zeigt in den ganzen kleinen Punkten da in dem Deutschland-Bereich die Kraftwerksstandorte. Ihr könnt in der Tabelle rechts schon mal so ein bisschen erahnen, was alles dazu zählt. Das sind hier die Windparkanlagen, aber auch Abfallheizkraftwerke und eigentlich alles, was so Strom erzeugt. Hier seht ihr erstmal nur alles, was mit A anfängt, aber ihr könnt natürlich mal euch reinklicken und schauen, was so bei B bis Z alles steht. Weitere spannende Sachen sind natürlich auch Preise, hier zum Beispiel Großhandelspreise für Strom. Ich habe mal alles unten, seht ihr, alles ausgeblendet, außer das Beispiel des Großhandelspreises zwischen Deutschland und Luxemburg am 24. März 2025. Wenn ihr euch das genau anschaut, dann lagen damals die Preise bei minus 4 Euro. Das heißt, wir mussten also Geld bezahlen bei einem Verkauf von Strom. Ihr seht das Phänomen auch nochmal am 4. April und am 12. April. Und das passiert häufig, dass die Strompreise negativ werden. Gerade im April, wenn man schöne sonnige Tage hat, Tage, die noch nicht zu heiß sind, und dann ist man vielleicht noch mal so Richtung Wochenende unterwegs oder es ist Feiertag. Wisst ihr, warum das die Tage sind, an denen wir negative Strompreise bekommen? Naja, eigentlich ganz einfach. Der Markt sagt immer, wenn es zu viel von etwas gibt, dann muss man die Preise senken, damit man es los wird. Und an den schönen sonnigen Tagen, an denen es nicht so heiß ist, sind die Photovoltaikanlagen am effizientesten und produzieren ohne Ende Strom. Vielleicht ist aber im Frühling auch noch ein bisschen Wind da, sodass wir auch noch Windenergie bekommen. Und dann einfach auf der anderen Seite an Feiertagen natürlich nicht so viel Strom verbrauchen, sodass sich beide Effekte kombinieren und wir eine geringe Nachfrage und einen hohen Anteil an Strom haben. Und dann wird es halt schwierig, das zu verkaufen. Dann sinken die Preise und gehen auch ins Negative. Was ich auch ganz spannend finde, ist zum Beispiel hier der physikalische Stromfluss in Megawattstunden in Deutschland. Und zwar im Austausch mit den Nachbarländern. Das deutsche Stromnetz ist natürlich nicht isoliert, sondern hat diverse Konnektoren Richtung anderen EU-Nachbarländern. Und hier sieht man zum Beispiel in Violett den Austausch des Stroms zwischen Dänemark und Deutschland. Schaut man sich jetzt hier diese Nulllinie an, kann man genau erkennen, wann wir Strom importieren und wann wir Strom exportieren. Import ist dann negativ und Export wird hier positiv dargestellt. Die schwarze durchgezogene Linie ist dann übrigens der Nettoexport, also wenn man alles aufeinander aufaddiert. Man kann also sehen, wo wir gerade jetzt, genau in diesem Moment, unseren Strom mit den Nachbarländern austauschen. Auch hier könnt ihr gerade mal klicken, wie es jetzt gerade aussieht, wenn ihr diese Aufzeichnung hört. Da wir gerade von Nachbarländern reden, möchte ich nochmal auf das Thema ENTSO-E zurückkommen. Wie gesagt, ist ENTSO-E für die europaweite Koordination des Strommarktes und der Übertragungsnetzbetreiber zuständig. ENTSO-E sorgt für die Integration des europäischen Strommarktes für öffentliche Daten und erstellt auch alle 2 Jahre einen Netzentwicklungsplan, den 10-Year Network Development Plan. Hier werden die Weiterentwicklung der Stromnetze geplant. Sie monitoren auch die Kapazitätsengpässe und Probleme im europäischen Stromnetz. Außerdem ist ENTSO-E zuständig für die Standardisierung technischer Regeln und harmonisiert so den Netzbetrieb und deren Vorgaben. ENTSO-E berät auch Gesetzgebungsprozesse und Verfahren von EU-Institutionen.
Außerdem bekommt man bei Enzoe diese tollen Karten, die das gesamte Stromnetz in Europa und deren Umgebung darstellen. Schaut sie euch mal selbst an auf der Homepage, da kann man noch reinzoomen und sich die Details besser anschauen. Die unterschiedlichen Farben hier stellen verschiedene Spannungsebenen dar und verschiedene Arten der Leitungen. Was auch gut zu sehen ist, ist der gelb hinterlegte Teil von dieser Karte. Das sind alles Länder, die zu Enzoe gehören, und der orange-rosane Teil dieser Karte, das sind die andere Stromsysteme und die nicht zu Enzoe gehören. Man sieht also, dass Europa größtenteils dazugehört, Russland allerdings nicht. Und soweit ich erkennen kann, ist auch Großbritannien nicht Teil davon. Aber dazu klickt doch mal auf die Map und schaut euch die Sachen im Detail an. Wichtig zu beachten, und das solltet ihr immer im Kopf haben, wenn es um Stromnetze geht, ist der Unterschied zwischen Grundversorger oder Energiehändler und dem Netzbetreiber. Seit 2005 steht im Energiewirtschaftsgesetz (NWG), dass Energieversorger mit mehr als 100.000 Kunden ihren Netzbetrieb vom Vertrieb trennen müssen. Das heißt, seitdem definiert man die Aufgaben eines Netzbetreibers so, dass sie für den Erhalt und die Wartung der Infrastruktur, also der Leitungsnetze, verantwortlich sind. Sie müssen einen diskriminierungsfreien Zugang schaffen. Auf der anderen Seite sind Grundversorger die Strom oder auch Gas verkaufen und einkaufen. Die Gemeinde muss eine Grundversorgung für alle Haushalte sicherstellen und daher gibt es auch häufig ein städtisches, örtliches Stadtwerk. Hier seht ihr nochmal, wie sich das so ausgeht in der Verteilung von Grundversorgern und für Gas zum Beispiel und der Grundversorger für Strom. Das sind also die, die Energie einkaufen und verkaufen. Und dann sehen wir hier nochmal den Netzbetreiber Gas und deren Aufgliederung in verschiedene Regionen. Und unten sehen wir dann die Hochspannung, den Mittelspannungsnetzbetreiberverteilung und die Niederspannungsnetzbetreiberverteilung. Wobei natürlich die 4 verschiedenen Farben wieder die 4 Übertragungsnetzbetreiber darstellen und die Flecken da drin sind dann eben die Hoch-, Mittel- und Niederspannungsnetzbetreiber. So viel erstmal zum Überblick. Werfen wir nun einen winzig kleinen Blick in die Wirtschaft. Über den Strommarkt hatten wir ja schon gesprochen oder zumindest das ganz kurz angerissen bei den Daten. Wenn ihr da mehr zu wissen wollt, erkundigt euch zum Beispiel auch bei den ganzen Definitionen und Anleitungen auf der Smart Homepage. Darum soll es jetzt hier aber nicht gehen, denn Panapower hat auch nicht allzu viel mit dem Strommarkt zu tun. Aber mit Wirtschaftlichkeit. Und deshalb ist es erstmal gut zu wissen, dass die Stromnetze und die Gasnetze übrigens auch reguliert sind. Wichtig ist es auch zu wissen, dass die Wärmenetze das eben nicht sind. Wie eben schon erwähnt, gilt seit 2005 die Entflechtung des Netzbetriebs und des Energievertriebs. Seit 2007 gibt es die Bewirtschaftung der Gas- und Stromnetze, und zwar im Rahmen einer Anreizregulierungsverordnung. Diese Anreizregulierung berechnet oder mithilfe der Anreizregulierung kann man Erlöse und Netzkosten entkoppeln, sodass die Kosten nicht mehr die treibende Kraft für den Netzbetreiber sind, sondern die Erlösobergrenze zu unterbieten. Das kann in der Abbildung hier gleich auf der rechten Seite genauer nochmal angeguckt werden. Die Anreizregulierung basiert nämlich auf sogenannten Regulierungsperioden von jeweils 5 Jahren. In einem bestimmten Jahr, dem sogenannten Fotojahr, wird dann die Erlösobergrenze mit einem komplexen Verfahren für die nächsten 5 Jahre und jeden Netzbetreiber berechnet. Danach werden jedes Jahr die tatsächlichen Kosten für den Netzausbau und den Netzerhalt berechnet. Angestrebt ist nun für den Netzbetreiber, dass er unterhalb dieser berechneten Grenze bleibt. Die Differenz zwischen der Erlösobergrenze und den echten Kosten streicht dann nämlich der Netzbetreiber als Gewinn. Dieses Verfahren müssen alle Netzbetreiber mit mehr als 100.000 Kunden komplett durchführen. Und zwar wird das von der BNetzA geprüft. Netzbetreiber mit weniger als 100.000 Kunden geben ihre Berechnung
zur Prüfung an die Landesregulierungsbehörden und haben ein etwas vereinfachteres Verfahren. So viel erstmal als kleiner Einblick. Wir werden darauf in weiteren Vorlesungen noch zurückkommen. Als nächstes wollen wir uns nochmal so die Grundlagen der Physik von Stromnetzen wieder ins Gedächtnis rufen. Die Konzepte sind bestimmt vielen von euch schon aus der Schule oder anderen Vorlesungen bekannt. Aber ich denke, es ist nochmal gut, das hier sich anzusehen und zu wiederholen, damit es uns dann im Kopf ist. Das macht es uns leichter, auch in PandaPower die einzelnen Parameter zu verstehen, die sowohl die Eingangsdaten als auch die Ausgangsdaten der Software darstellen. Wenn ihr sagt, ach, das kann ich alles schon, dann springt doch einfach in den nächsten Abschnitt. Hier nochmal in ein bisschen bunten Bildern die wirklich grundlegendsten Grundlagen zum Thema Strom. Wir haben eine Spannung, die wird mit U bezeichnet und in Volt gemessen und die ist gleich dem Produkt von dem Widerstand R und dem Strom I. Es gibt Gleichstrom und es gibt Wechselstrom, wobei im deutschen Stromnetz der Dreiphasenwechselstrom und einige Gleichstromleitungen vorhanden sind. Gleichstrom bedeutet, und das sollte nichts Neues sein für euch, dass wenn wir eine Spannung anlegen und einen Stromkreis schließen, dann fließt ein Strom durch diesen Stromkreis hindurch und vielleicht auch durch einen Widerstand R. Die Spannung, die wir dann sehen können, ist konstant. Auf der anderen Seite ist, wenn wir einen Wechselstrom anlegen, fließt einmal genauso wie im Gleichstrom der Strom von A nach B, aber da die Spannung sich immer wieder umkehrt, wird auch ein hier in grün dargestellter Strom in die andere Richtung ausgelöst. Und zwar mit einer bestimmten Frequenz, die dann in Hertz gemessen wird. In dem Spannungsdiagramm sehen wir, dass da erst die Spannung dann ansteigt bis zu einem Maximum, dann wird aber umgepolt und dann fließt die Spannung in die andere Richtung und das wird hier dargestellt durch die untere Kurve. Ich möchte aber noch mal gerne genau auf etwas anderes eingehen, nämlich das Thema Leistung, Blindleistung und Scheinleistung. Das ist im Stromnetz eigentlich ganz wichtig und ihr solltet zumindest mal ein wenig die Konzepte gehört und verstanden haben. Also fangen wir mal mit Blindleistung an. Was ist Blindleistung? Als Blindleistung bezeichnet man den Strom, der innerhalb des Stromnetzes nicht in nutzbare Energie umgewandelt werden kann. Er ist sozusagen blind, weil er nicht für den Betrieb von Maschinen, Geräten und so weiter sich nutzen lässt. Doch ganz nutzlos ist die Blindleistung nicht, denn innerhalb von Transformationen, Generatoren und Elektromotoren und Vorschaltgeräten lässt er sich dafür verwenden, um Magnetfelder aufzubauen und zum Beispiel Kondensatoren mit Energie zu beladen. Diese Magnetfelder wiederum liefern den Strom innerhalb eines Wechselstromnetzes. Und das ist wichtig für die Übertragung von Energie von einem Kraftwerk an den Verbraucher. Das Problem ist, dass je unregelmäßiger der Strom ins Netz gelangt, desto höher ist der Anteil der Blindleistung. Ihr könnt euch also vorstellen, dass der Effekt besonders bei regenerativen Energiequellen wie Sonne und Wind auftritt, weil die natürlich sehr wechselhaft Strom einspeisen. Um die Spannungen auszugleichen, muss man mehr Blindstrom ins Netz einspeisen. Die Blindleistung gibt man dann an in Voltampere reaktiv. So, was ist dann die Wirkleistung? Das ist das, was ihr eigentlich alle kennt. Die Wirkleistung ist einfach jene Energie, welche auch direkt beim Verbraucher ankommt. Zum Beispiel als mechanische Arbeit beim Auto oder die Lampe, die dann leuchtet bei euch zu Hause und so weiter. Die Einheit der Wirkleistung ist Watt. Diese Energie der Wirkleistung führt den eigentlichen Zweck der Anlage aus. Wie gesagt, Licht produzieren, ein Fahrzeug antreiben oder Wärme spenden. Sie wirkt tatsächlich und wandelt sich in Wirkarbeit um. So, was ist dann diese Scheinleistung? Die Scheinleistung ist einfach die Summe aus der Wirkleistung und der Blindleistung. Aber ganz so einfach ist es halt nicht, weil die Berechnung der Scheinleistung ist tatsächlich wesentlich komplizierter. Die Scheinleistung gibt man in Voltampere an und die Summe ist eine vektorielle Summe. Deswegen auch hier diese Pfeile unten links in dem Bild, die ihr schon die ganze Zeit seht. Das heißt, es handelt sich nicht um eine simple arithmetische Rechnung, sondern stattdessen ergibt sich die Summe aus einer Wurzel aus quadrierten und summierten Werten. Wie ihr hier seht, s² ist gleich p² plus q². Man verwendet auch Voltampere anstelle von Watt,
weil man lediglich die Summe aus Spannung und Stromstärke berechnet und dabei den Phasenwinkel auslässt. Voltampere ist die Grundeinheit der Scheinleistung und nicht der Wirkleistung. Die Scheinleistung bestimmt allerdings die Stromstärke in einem Netz und somit die Belastung des Leitungsnetzes. Ganz wichtig ist auch noch das Phi, das seht ihr hier zwischen der Scheinleistung und der Wirkleistung, ist der sogenannte Phasenwinkel. Den müssen wir auch immer einstellen und uns darüber Gedanken machen, wenn wir eine Stromnetzsimulation mit PandaPower machen. Jetzt kommt etwas, das viele wahrscheinlich schon mal gehört haben: die Kirchhoffschen Gesetze. Sie sind sozusagen die Grundlage einer jeden Netzberechnung. Sie beschreiben quasi die Aufteilung von Strom und Spannung in sogenannten Knoten und Maschen. Deswegen gibt es die Knotenregel und die Maschenregel. Wir haben also wieder einen Stromkreis, wo eine Spannung angelegt wird. Wir bleiben jetzt einfach mal im Gleichstrombereich. Und dort haben wir jetzt 3 Widerstände parallel geschaltet. Dann entstehen da sogenannte Knoten. Und für die Knoten kann man jetzt ausrechnen, dass die Gesamtenergie ist gleich der Summe von I1, I2, I3. Oder anders ausgedrückt, die Gesamtenergie minus I1, I2, I3 ist gleich 0. Man betrachtet also das Ganze an einem Knoten und deswegen heißt es Knotenregel. Auf der anderen Seite haben wir jetzt eine Masche. Unsere Masche ist einfach der Stromkreis und die Widerstände sind jetzt einfach hier in Reihe geschaltet. Was wir jetzt sehen ist, dass die Spannung sich so verhält wie der Strom in einem Knoten. Nämlich die gesamte Spannung ist gleich der Summe der Spannungen im Stromkreis, nämlich U1, U2, U3. Oder anders ausgedrückt hier, U gesamt ist minus U1, U2, U3 und damit gleich 0. Das Ganze hier wird als Masche bezeichnet. Da das ganze Stromnetz, könnt ihr euch vorstellen, aus Knoten und Maschen besteht, bilden also die Regeln, die wir eben genannt haben, die Grundlage für die Stromnetzberechnung. Aber keine Sorge, das müsst ihr nicht selber machen, dafür ist ja PandaPower da. So, das soll es auch erstmal gewesen sein. Wir haben ja nicht so viel Zeit. Wir wollen nämlich jetzt zu den technischen Grundlagen kommen und damit nähern wir uns immer mehr der ersten Netzsimulation mit PandaPower. Fangen wir mal mit etwas Einfachem an, den sogenannten Netztopologien. Diese beschreiben quasi die Struktur des Netzes. Da gibt es ganz unterschiedliche und hier sind mal 3 Varianten. Ganz links seht ihr das sogenannte Strahlennetz, das in der Vergangenheit auch häufig mit zentraler Einspeisung verknüpft war, wobei dann einfach die zentrale erzeugte Energie durchgeleitet wird bis hin zum letzten Verbraucher. Heutzutage haben natürlich die Verbraucher da unten auch teilweise schon Photovoltaikanlagen. Deswegen sieht man auch in Strahlennetzen zentrale und dezentrale Versorgung. Strahlennetze kommen häufig in der Niederspannung vor. Als zweites haben wir hier die sogenannten Ringnetze, in dem die Verbraucher so im Kreis angeschlossen sind. Das ist ganz gut gegen Ausfallsicherheit, weil wenn eine Richtung unterbrochen ist, wenn es eine Störung gibt, kann man die Verbraucher auch immer noch über die andere Richtung versorgen. Und das weitergeführt, gedanklich, sieht man dann rechts im sogenannten Maschennetz oder im vermaschten Netz. Das ist das Komplexeste. Da gibt es dann auch mehrere Einspeisepunkte und man kann zum Beispiel auch, wenn man Schalter dazwischen schaltet und damit einige der Verbindungen, die ihr hier seht, ausschaltet, kann man auch ein vermaschtes Netz als Strahlennetz fahren. Das Gute ist aber, dass auch wenn man es als Strahlennetz umbaut, dass man trotzdem die höchste quasi Versorgungssicherheit hat, da man die Schalter immer wieder umlegen kann und wenn ein Weg quasi unterbrochen ist, kann man auch beliebig andere Wege benutzen, um die Versorgung zu gewährleisten. Jetzt könnt ihr euch aber vorstellen, dass natürlich so ein kompliziertes Netz mit vielen Schaltern auch einen hohen Steuerungsaufwand nach sich zieht. Und das, wo ihr euch vorstellen müsst, dass nicht alle
Schaltstationen bisher digitalisiert sind. Das heißt, manchmal muss man auch hinfahren und das händisch umlegen. Ein wichtiger Terminus, den ihr euch auch merken solltet, ist der sogenannte Netzzustand. Dieser legt fest, in welchem aktuellen technischen Zustand mein Stromnetz sich gerade befindet. Es zeigt an, ob wir gerade Störungen oder Überlastungen im Netz haben und ob irgendwelche Gegenmaßnahmen erforderlich sind. Der erste Netzzustand ist der sichere Netzzustand. Das ist der erwünschte Normalfall. Und er ist dadurch gekennzeichnet, dass die zulässigen elektrischen Grenzwerte alle eingehalten werden und diese im gesamten Netz erfüllt sind. Es gibt ausreichend Regelleistung und Lastschwankungen können ausgeglichen werden. Der zweite Netzzustand ist der Voralarmzustand. Das ist der gefährdete Netzzustand und das bedeutet, dass zwar noch alle Verbraucher versorgt werden können, aber es gibt erst größere Anzeichen von Problemen, wie zum Beispiel Engpässen. Und jetzt müssen Maßnahmen zur Stabilisierung ergriffen werden. Das kann sein Regelleistung, Redispatch oder Netztopologieanpassungen. Weil sollte das nicht funktionieren, kommen wir in den nächsten Netzzustand, nämlich dem gestörten Netzzustand, der hier auch Alarmzustand heißt. In dem sind aber nicht mehr alle Verbraucher versorgt. Das heißt, es kommt in diesem Netzzustand bereits zu regionalen Stromausfällen. Das letzte ist dann, wenn es sich weiter ausbreitet, der Notbetrieb. Und das ist wirklich der kritische Netzzustand. Und in dem kritischen Netzzustand gibt es ein sehr hohes Eintrittsrisiko, dass es weitreichende Stromausfälle gibt. Und man muss unmittelbar handeln, wie zum Beispiel das Verbundnetz in kleinere Netze auftrennen oder Erzeuger und Verbraucher wirklich in großem Maße abregeln und vom Netz trennen, um diesen wirklich weitreichenden Stromausfall zu verhindern. Der letzte und wirklich extrem große und lang andauernde Stromnetzausfall war bei uns jetzt gerade vor ein paar Tagen. Da ich nicht weiß, wann ihr dieses Video hört, das war am 28. April 2025, wo ganz Spanien und auch Teile Portugals wirklich für Stunden keinen Strom hatten. Um zu verstehen, in welchem Zustand unser Netz ist, brauchen wir dann am Ende auch die Netzberechnung. Und ein wichtiger Teil der Netzberechnung ist die Lastflussrechnung. Und da kommen wir dann schon ganz nah an den Bereich der Nutzung von PandaPower. Das PandaPower-Tool führt nämlich genau so eine Lastflussrechnung durch. Die Lastflussrechnung ist also ein Bestandteil der Netzberechnung und man kennt danach alle Spannungen an den Netzknoten und Leistungsflüsse, also die Stromflüsse in den Leitungen. Wichtig ist also, dass am Ende Knotenspannungen als Ergebnis herauskommen an jedem Knoten und Leistungsauslastungen in den Leitungen an jeder Leitung. Das könnten, wenn ihr euch vorstellt, wie groß Netze sind, natürlich sehr viele sein. Und je nach Größe und Verzweigung im Netz auch extrem kompliziert. Dadurch entsteht dann, wenn wir wieder die Kirchhoffschen Regeln als Grundlage nehmen, ein nicht-lineares Gleichungssystem, das mithilfe von numerischen Lösungsverfahren berechnet werden kann. Hier sind 3 aufgeführt. PandaPower benutzt das Newton-Raphson-Verfahren. Ihr könnt zwar gleich nachschauen, wie das funktioniert, ich werde das hier nicht ausführlich beschreiben, aber wenn ihr PandaPower nur benutzen wollt und nicht an dem Solver rumarbeiten, braucht ihr eigentlich keine Details dazu. Ihr solltet diese Stichworte kennen, aber berechnen tut PandaPower dann den Lastfluss mithilfe des Newton-Raphson-Verfahrens schon selber. Wir haben ja vorhin schon gesehen, dass das Stromnetz sich nicht nur in ganz Deutschland, sondern über ganz Europa erstreckt und weiter. Wenn wir nun eine Netzberechnung und eine Analyse machen wollen, können wir nicht immer das gesamte weltweite Stromnetz mit betrachten. Obwohl genau genommen natürlich es schon einen Zusammenhang gibt und auch so einen Einfluss hat. Aber um das nicht zu tun, führen wir jetzt ein paar Dinge ein. Zum Beispiel, wir berechnen unsere Größen im Netz immer per Unit. Das heißt, wir beziehen zunächst mal unsere Größen immer auf eine Basisgröße. Dann werden alle Werte dimensionslos und je nach Spannungsebene und so weiter ist das dann immer eine andere Basisspannung. Zum Beispiel 110 kV in der 110 kV-Ebene und in der Niederspannung dann 400 Volt
oder 230 Volt. Je nachdem, das müssen wir vorher festlegen. Und das Ganze geht einher mit der Idee des sogenannten externen Netzes. Das ist eine Komponente, die den quasi Rest des Stromnetzes darstellt, aber eigentlich nur ein Bezugspunkt für die Netzberechnung ist. Man nennt ihn auch den Slackbus. Hier ist die Spannung fest vorgegeben und liegt per Definition bei einem PU. Wir berechnen damit also alle anderen Knoten relativ zu dem Slack-Knoten. Und er wird in der Lastflussrechnung gesetzt und nicht berechnet. Er stellt somit sozusagen eine Art Spannungsnullpunkt für die Netzberechnung dar. Kommen wir nun zu den Eingangsgrößen für eine Netzsimulation, vor allem die mit PandaPower. Zunächst mal brauchen wir eine Topologie. Das heißt, wir brauchen die Anzahl an Leitungen, wir brauchen die Knoten und welche Leitungen mit welchen Knoten verbunden sind. Gegebenenfalls, wo die Transformationsstationen oder die Umspannwerke verortet sind. Und gegebenenfalls auch die Geokoordinaten der einzelnen Anlagen. Dann brauchen wir Informationen zum Transformator. Das ist einmal das Trafo-Verhältnis, das ist aber auch die Nennleistung, Kurzschlussspannung und Verluste. Zu den Leitungen brauchen wir dann immer die Länge, den Kabel- oder den Leitungstyp, aber auch den Widerstand, die Reaktanz, die Kapazität und die maximalthermische Belastung. Bei den Lasten ist es so, dass wir die aktive und die reaktive Leistung brauchen. Das ist in Deutschland die schon diskutierte Wirkleistung und Blindleistung. Kommen wir nun zu den Ausgangsdaten, also das, was bei einer Netzberechnung mit PandaPower so herauskommt. Das sind vor allem Knotenspannungen und die Auslastungen der Kabel und Transformatoren. Schaut man sich hier rechts jetzt ein Netz an mit 1, 2, 3, 4, 5, 6 Strängen, einem Transformator und einem externen Netz oder External Grid, dann braucht man schon eine gute Darstellung, um hier mit den vielen Ausgangsparametern überhaupt klarzukommen. Dazu seht ihr links eine schöne Darstellung, mit der man alles auf einen Blick sieht. Der linke Plot zeigt die Spannungen der einzelnen Knoten. Und diese sind nun dargestellt in Abstand zum externen Netz. Das heißt, man sieht die Spannungen in PU aufgetragen über den Abstand in Kilometern zum Transformator oder zum externen Netz. Das heißt, jeder dieser blauen Linien das stellt die Spannungen eines von diesen Abgängen dar. Das Netz, muss ich sagen, und die Ergebnisse passen nicht zusammen. Aber ich hoffe, ihr könnt euch vorstellen, was ich meine. Dann kommt in der Mitte, seht ihr dann die Auslastung des Transformators. Der liegt hier jetzt bei maximal 30% und die Auslastung der Kabel. Das auch dargestellt in so einem Visca-Box-Plot, dass man die Maximalwerte, die Minimalwerte und die Mittelwerte gut erkennen kann. Die Mittelwerte für die Auslastung der Kabel ist auch eher sehr gering, bei etwa 30%. Was ich jetzt zum Beispiel machen kann, ist, ich kann mir anschauen, wie sieht das Ganze in 2030 aus, wenn ich hier in einem Strang einige neue Wärmepumpen dazu baue. Und dann seht ihr, die schwarzen Linien sind immer so die Grenzwerte, die ich nicht verletzen darf. Und dann sieht man in dem ersten Plot mit den Spannungen, dass der eine Strang mit den vielen neuen Wärmepumpen da ganz schön dramatisch über den Grenzwerten liegt. Während die Belastung des Transformators und der Kabel jetzt zwar gestiegen sind auf maximal 60%, aber das in den meisten Bereichen immer noch in Ordnung ist. Das heißt, so habe ich eine Darstellung der Ergebnisse, mit denen ich gut arbeiten kann. So, bevor wir uns in das Programmieren stürzen, hier noch einen kleinen Ausflug in die Welt der offenen Daten. Energie- und Stromnetze sind natürlich kritische Infrastrukturen und damit sind die Daten vertraulich zu behandeln. Man bekommt also selten zu wissenschaftlichen Zwecken reale, echte Netzdaten in die Finger. Das ist schon immer so und schon länger so und daher gab es und gibt es viele Initiativen und Projekte, die sich hier mit offenen Netzdaten beschäftigen, diese künstlich generieren und dann anderen bereitstellen. Damit ihr mal wisst, wo ihr suchen sollt, habe ich euch einen kleinen Überblick gemacht.
Hier ist die erste Übersicht. Die vorhandenen Daten könnt ihr euch dann genauer anschauen, wenn ihr mal welche benötigt. Ich wollte euch nur ein paar Hinweise geben, wo ihr dann suchen sollt. Die ersten beiden Einträge N2E und den Smart-Datensatz hatten wir ja schon besprochen. Netzdaten sind da aber eher schwer rauszukriegen oder zu finden. Deshalb gab es zum Beispiel zwei Projekte, die SciGrid hießen. Einmal SciGrid Power und SciGrid Gas. Dort hat dann das Team EU-weit die Netzstrukturen recherchiert und aufbereitet, sodass man Strom- und Gasnetzdaten hier frei und offen zur Verfügung hat. Genau, bekannt und zuverlässig sind auch seit 10 Jahren die Energy Charts von Fraunhofer ISE. Hier gibt es aber auch eher weniger Netzdaten als Energiemarktdaten. Die sind aber sehr aktuell und auch referenzierbar. Schaut euch auch gerne mal den OPSD-Datensatz an. Da gibt es auch Zeitreihen und Wetterdaten und es soll auch Haushaltsstromverbräuche geben. Und ihr werdet sehen, in der Modellierung braucht man immer jede Menge davon. Hier ist nochmal hauptsächlich eine Liste mit Datenbanken, die auf OpenStreetMap-Daten, also OSM-Daten basieren. GridKit zum Beispiel für die Übertragungsnetze, aber auch für andere Länder wie USA, Brasilien und Indien. Und dann gibt es aber auch Global Power Plant Database, wo nochmal Standorte, Kapazitäten und Brennstofftypen für über 30.000 Kraftwerkstandorte in der gesamten Welt zur Verfügung stehen. Oder auch die Open Infrastructure Map, wo auch wirklich die gesamten Stromnetzdaten, die dort eingepflegt wurden, in OSM zur Verfügung stehen. Flossum könnt ihr auch mal reinschauen. Das ist auch eine interaktive GUI, in der man nicht nur Stromnetze, aber auch andere Infrastrukturen findet und sich anschauen kann. Ob man die dann alle auch runterladen und nutzen kann und wie aktuell die sind und welche Auflösung die haben und so weiter, das müsst ihr dann selber schauen, wenn ihr Daten benötigt. Ich kann nur sagen, so einfach wie das und schön wie das hier aussieht, ist es meistens nicht. Und für Panda Power braucht man auch nicht nur die Topologie, sondern man braucht, wie ihr gesehen habt, auch den Kabeltyp und verschiedene andere Parameter, die nicht immer notwendigerweise auch in diesen Datensätzen vorhanden sind. Das ist aber so in dem Simbench-Datensatz. Dafür möchte ich nochmal besonders Werbung machen. Der stammt nämlich aus einem Projekt vor ein paar Jahren, an dem ich beteiligt war. Und hier wollten wir nämlich genau das alles, was in den anderen Datensätzen fehlt, zur Verfügung stellen. Die Netze, die ihr hier seht, gibt es im Simbench-Datensatz auf der Simbench Homepage. Es gibt Niederspannungsnetze, Mittelspannung, Hochspannung und auch das Höchstspannungsnetz. Das basiert übrigens auch auf SciGrid, habt ihr eben gesehen. Und man kann sie sich runterladen, sogar im Panda Power Format. Ihr braucht also nichts anpassen. Dort gibt es auch Zeitreihen für Erzeuger und Verbraucher und sogar definierte Zukunftsszenarien. Das Ziel des Projekts war es nämlich, einen offenen Benchmark-Datensatz zu erzeugen, damit man Netzanalyse, Netzplanung und Netzbetrieb, vor allem die neuen Methoden, die man dort als Wissenschaftler entwickelt, auch testen kann, ohne dass man immer vertrauliche Netzdaten nutzen muss. Zu guter Letzt gibt es auch noch in Panda Power einige Netze, die man benutzen kann. Das ist gerade am Anfang gut, wenn man sowieso sich erst einarbeiten will und etwas ausprobieren möchte. Am Anfang braucht man sowieso noch nicht die komplexen und riesigen und realen Netze, sondern man möchte vielleicht erstmal neue Methoden oder neue Anwendungen an kleinen, einfachen Netzbeispielen ausprobieren. Und da gibt es in Panda Power in der Network Database auch schon einiges, was ihr hier sehen könnt. Was ihr auch seht, ist, es gibt sogar ein Netz, das sogenannte MV, also Mittelspannung Oberrheinnetz, Medium Voltage Oberrheinnetz. Das hat sogar georeferenzierte Daten hinterlegt. Alle anderen Netze sind immer in sogenannten Pseudo-Geodaten. Das seht ihr dann immer, wenn die so rechteckig sind. So weit von der Theorie. Jetzt könnt ihr gerne anfangen, euch mit den Tutorials und den Netzberechnungen mit Panda Power zu beschäftigen. Ich hoffe, das Ganze hat euch eine erste gute Grundlage zum Verständnis von den Stromnetzen in Deutschland und der EU gegeben. Und das war's hier im Rahmen des YouTube-Kanals Integrierte Energieinfrastrukturen. Tschüss!